Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch einmal zeigen, was ihr über die neuen Reforged-Steine wissen müsst, die man seit dem Dungeon-Update bekommen kann. Wenn ihr nach einem bestimmten Reforged-Stein sucht, habe ich euch die Timestamps in der Videobeschreibung verlinkt. Leider kenne ich aber noch nicht für alle Reforged-Steine, welche man bei mystischen Items bekommt, aber für die, wie ich finde, wichtigsten Reforges habe ich auch bereits die Werte gefunden, die man bei mystischen Items erhält. Kommen wir aber nun zum ersten Reforged-Stein, das Premium Flash. Dieses ist ein seltener Drop von Zombies in Dungeons, wobei die Drop-Chance nach Admin-Angaben von 1 zu 500 bis 1 zu 1000 reicht. Das Premium Flash können wir ab Mining Level 16 verwenden, um ein Rüstungsteil mit Undead zu reforgen. Der Undead Reforge sorgt dann dafür, dass wir in Abhängigkeit von der Rarität des Rüstungsteils mehr Schaden, Attack Speed, Defense und Leben dazu bekommen. Unabhängig von der Rarität des Rüstungsteils sorgt der Undead Reforge auch noch dafür, dass wir 2% weniger Schaden von Undead-Monstern wie beispielsweise Zombies, Pigmen, Skelette oder Wither bekommen. Der nächste Reforged-Stein ist die Red Nose, welche man relativ selten in einer Lootkiste finden kann, nachdem man Bonzo erfolgreich besiegt hat. Die Red Nose kann man ab Mining Level 17 verwenden, um einen Helm mit Ridiculous zu reforgen. An passiven Stats gibt uns der Reforge in Abhängigkeit von der Rarität des Helms mehr Crit Chance, Defense und Leben. Neben den passiven Stats bekommen wir dank dem Reforge noch die Fähigkeit, dass wenn wir sneaken, wir pupsen, was uns 50 Mana kostet. Und das Pupsen sorgt dafür, dass wir für 20 Sekunden 20% weniger Crit Chance haben. Als Ausgleich bekommen wir aber für 5 Sekunden 30 mehr Defense, aber man muss mindestens 20% Crit Chance haben, um auch die Fähigkeit nutzen zu können. Weiter geht es mit dem Beating Heart Reforged Stein. Diesen können wir selten von noch lebenden Mobs in Dungeons gedroppt bekommen, wie beispielsweise von Fledermäusen. Ab Mining Level 18 können wir das Beating Heart verwenden, um einen Talisman mit Bloody zu reforgen. Der Bloody Reforge sorgt dann dafür, dass wir in Abhängigkeit von der Rarität des Talismans mehr Stärke, Attack Speed, Crit Schaden und Speed bekommen. Der nächste Reforged Stein ist der Necromancer's Brooch. Diesen kann man relativ häufig bekommen, wenn man den Boss in Floor 1 bis 3 der Katakomben besiegt und mindestens eine C-Bewertung erreicht hat. Den Necromancer's Brooch kann man ab Mining Level 19 verwenden, um einen Rüstungsteil mit Necrotic zu reforgen. Und der Necrotic Reforge sorgt dafür, dass wir auf unseren Rüstungsteil sehr viel Bonusintelligenz dazu bekommen. Kommen wir nun zum Red Scarf. Dieser ist ein relativ seltener Drop aus einer Lootkiste, nachdem man Scarf erfolgreich in Floor 2 besiegt hat. Der Red Scarf kann ab Mining Level 21 verwendet werden, um eine Brustplatte mit Loving zu reforgen. Auf der Brustplatte sorgt der Loving Reforge dafür, dass wir in Abhängigkeit von der Rarität mehr Intelligenz, Defense und HP dazu bekommen. Und unabhängig von der Rarität der Brustplatte machen unsere Fähigkeiten dank des Reforges 5% mehr Schaden. Die Optical Lens ist ein seltener Drop von Watcher, dem Miniboss, welchen man immer machen muss, bevor man den eigentlichen Boss des Dungeons besiegen kann. Mining Level 22 kann man die Optical Lens verwenden, um einen Bogen mit Precise zu reforgen. Auf unserem Bogen sorgt der Precise Reforge dann dafür, dass wir je nach Rarität des Bogens mehr Stärke, Crit Chance und Crit Schaden bekommen. Und zusätzlich machen wir 10% mehr Schaden an Mobs, wenn wir deren Kopf treffen, egal welche Rarität unser Bogen hat. Damit kommen wir zu dem Diamond Atome Reforged Stone, welcher mit einer 1% Chance von dem verärgerten Archäologen droppen kann, der uns hin und wieder im Dungeon begegnet. Ab Mining Level 22 können wir diesen Reforged Stein verwenden, um Rüstungsteile mit Perfect zu reforgen. Der Perfect Reforge sorgt dafür, dass wir in Abhängigkeit von der Rarität des Rüstungsteils mehr Defense als festen Wert bekommen und unabhängig von der Rarität des Rüstungsteils erhalten wir nochmal 2% mehr Defense. Wenn man diesen Reforged Stein beispielsweise auf eine Perfect Chestplate anwendet, hat diese dann den Namen Absolutely Perfect Chestplate. Der nächste Reforged Stein ist die Suspicious Wine. Dieser ist ein seltener Drop aus einer Lootkiste, nachdem man den Professor in Floor 3 erfolgreich besiegt hat. Ab Mining Level 23 können wir den Reforged Stein benutzen, um ein Schwert mit Suspicious zu reforgen. Dadurch bekommen wir dann auf dem Schwert je nach Rarität mehr Crit Chance und Crit Schaden und zusätzlich erhält unser Schwert auch noch 15% mehr Waffenschaden, egal welche Rarität das Schwert hat. Und damit kommen wir zu den letzten Reforged Stein, den es momentan zu finden gibt, dem Midas Juwel. Dieser kann mit einer 1% Chance von König Midas droppen, welcher ab und zu in einem gelben Raum in Floor 3 der Katakomben zu finden ist. Den Juwel kann man ab Mining Level 25 verwenden, um ein Midas Schwert mit Gilded zu reforgen. Als passive Stats gibt uns der Reforge auf unserem Midas Schwert dann mehr Stärke und Schaden. Zusätzlich bekommt das Midas Schwert dann aber auch noch die Fähigkeit Byron's Compassion und diese sorgt dafür, dass immer wenn wir Mobs töten, eine geringe Chance besteht, dass andere Spieler auf unserem Server einfach so etwas Geld bekommen. Der Wert, den man dabei an Coins bekommen kann, ist aber nicht fest, sondern kann scheinbar variieren, sodass auch passieren kann, dass ein anderer Spieler dank des Reforges
mehrere hunderttausend Coins einfach so bekommen. Das waren dann auch schon alle Reforged-Steine, welche neu mit den Dungeons dazugekommen sind. Falls ihr nun auch noch wissen wollt, was die anderen Reforged-Steine können, die es bereits vor dem Dungeon-Update gab, habe ich euch mal das entsprechende Video in der Infocard verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.